guys, you're watching German Gyan. My name is Gyan, and guys, I just want to wish you everyone happy Teachers Day. Yes, I am a teacher. Yes, I am having around 28 to 30 trainers with me. To each one, whosoever is a teacher, our parents are teacher. In fact, all the kids are teacher. So everyone, happy Teachers Day. And on this Teachers Day, German Gyan has come up with a speaking topic and with the ultimate different type of video, especially for the teachers. So the whole speaking topic will be on, should students respect only the academics teacher or all types of teachers? Yes, this is the actual problem which school teachers face. So yes, we have come up here with the speaking topic. I hope you're gonna love this video. I hope you're gonna learn so much. If you're planning to give the expression exam of B1 or B2, then yes, the whole procedure, the whole scenario you will be getting in this video. So make sure to subscribe German Gyan. If you're watching me for the very first time, then my name is Nidhi and I'm a CEO and the founder of German Gyan. German Gyan provides you online offline classes. We do provide teacher training program, exam preparation, brush up class and whatnot. So yes, without wasting time, let's celebrate this Teachers Day with this video. Let's go. Soll man nur akademische Lehrerin oder alle Arten von Mentoren? Now, before starting with the presentation, there is a structure which you need to follow. So the structure says that first you have to introduce your topic, and then after that you have to tell the structure of the presentation. That means you have to tell which points you are going to include in your presentation and how you are going to present them. Then at first you have to tell the situation in your home country related to the topic, and you have to give an example also. Then after this you have to tell or explain a situation or your some experience related to the topic. After that you have to tell the advantages and disadvantages of the topic and then your opinion. Then at the end you have to conclude your presentation, and then you have to thanks to your listeners who have listened to you carefully. So this is the structure which you need to follow in your exam. Guten Tag zusammen. Heute möchte ich über das Thema sprechen. Soll man nur akademische Lehrerin oder alle Arten von Mentoren? In meiner Präsentation werde ich zuerst die Situation in meinem Heimatland erklären. Danach erzähle ich von einer persönlichen Erfahrung zu diesem Thema. Anschließend nenne ich die Vor- und Nachteile beider Möglichkeiten und gebe auch Beispiele. Zum Schluss sage ich meine persönliche Meinung und beende die Präsentation mit einem kurzen Fazit. In meinem Heimatland ist der Lehrertag ein sehr wichtiges Ereignis, aber der Fokus liegt meistens auf akademischen Lehren wie Mathematik, Sprach- oder Naturwissenschaftslehren. Sie werden oft mit Blumen, Geschenken oder besonderen Zeremonien in der Schule geehrt. Andere Mentoren wie Sporttrainer, Kunstlehrer oder Musiklehrer werden jedoch meistens nicht zu diesen Veranstaltungen eingeladen. Ihre Arbeit ist weniger sichtbar, obwohl sie den Schülern ebenfalls helfen, wichtige Fähigkeiten zu entwickeln. Als ich in der Schule war, spielte mein Sportlehrer eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben. Er brachte mir Disziplin, Teamarbeit und die Bedeutung von Gesundheit bei. Er hat mich immer ermutigt, mein Bestes zu geben. Aber ich habe bemerkt, dass er bei offiziellen Schulfeiern nie eingeladen wurde, um Anerkennung zu bekommen. Das hat mir gezeigt, dass viele Mentoren außerhalb des Klassenzimmers nicht die Wertschätzung erhalten, die sie verdienen. Vorteile: nur akademische Lehrerin helfen direkt bei Prüfungen und Wissen für die Karriere. Leistung leicht messbar
Noten Ergebnisse. Fokus auf formale Bildung. Andere Mentoren wie Sport oder Kunstlehrer werden vergessen. Kreativität, Disziplin, Teamgeist nicht anerkannt. Alle Arten von Mentoren ehren. Vorteile. Alle bekommen Respekt und Anerkennung. Motivation für alle Mentoren. Bildung umfasst auch Sport, Kunst, Lebenskompetenz. Nachteile. Schwierige Auswahlkriterien. Es kann unklar sein, wer tatsächlich als Mentor gilt, was zu Missverständnissen oder Unzufriedenheit führen kann. Hoher organisatorischer und finanzieller Aufwand. Die Planung und Durchführung einer solchen Ehrung kann viel Zeit, Geld und Ressourcen beanspruchen. Ich persönlich finde, dass man alle Arten von Mentoren ehren sollte. Schulfächer sind wichtig, aber auch Sport, Kunst, Musik und persönliche Entwicklung sind für ein ausgeglichenes Leben notwendig. Jeder Mentor, egal ob im Klassenzimmer, auf dem Sportplatz oder im Kunstatelier, trägt dazu bei, unseren Charakter zu formen und uns auf die Zukunft vorzubereiten. Wenn man alle ehrt, wäre die Feier gerechter und inklusiver. Zusammenfassend kann man sagen, dass akademische Lehrer Respekt für ihre wichtige Rolle in der Bildung verdienen, aber auch andere Mentoren uns auf unterschiedliche Weise helfen, zu wachsen. Wir sollten alle wertschätzen, die einen positiven Einfluss auf unser Leben haben. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So guys, how was this video? I hope you loved it. I hope now you are aware how you have to represent yourself in any topic in B1 or B2 exam, whether you are going for the GOET, TELC, OSD, you have to prepare like this. Make sure to subscribe German Gyan. We'll catch you in the next one. Till then, keep learning German with German Gyan. Take care.